Huch, was ist denn da passiert? Willkommen zu GoToTV. Mein Name ist Sebastian. Willkommen zu Werkzeuge, die keiner braucht. Das schauen wir uns heute an. Und zwar hier den besten Wolleraufwickler. Richtig. Auf YouTube oder von Milwaukee auf jeden Fall. Das hier ist ein Bolzenschussgerät, was du trotzdem für dein Werkzeug brauchst und bitte nicht zweckentfremdes. Und was das hier ist, das gucken wir uns gleich an. Ja, ich habe gemerkt, ungewöhnliche Werkzeuge, das liebt ihr. Also willkommen zu Teil 3, ungewöhnliche Werkzeuge. Wenn du die anderen beiden Teile verpasst hast, dann schau dir einfach mal hier oben die an, die habe ich hier verlinkt. Da haben wir auch schon einige skurrile Dinge dabei gehabt. Aber was mich immer jedes Mal überrascht, natürlich gibt es immer jemanden, der das auch wirklich täglich benutzt. Und diejenigen schreiben rein, hey Mensch, musst du doch kennen, das benutzt du zum Plusquamperfekten. Naja, das ist das Einzige, was mir jetzt gerade eingefallen ist. Ihr wisst, was ich meine. Und wir werden jetzt mal Folgendes machen, eins nach dem anderen ausprobieren, beziehungsweise uns mal genauer anschauen. Eine Sache, die wir uns wirklich nur anschauen müssen, ist das hier, weil es am langweiligsten ist. Das haken wir mal ganz schnell ab. Und zwar das hier. Das hier ist ein Fliesenschneider. Und eigentlich ist es gar nicht so langweilig. Wir haben hier einen Fliesenschneider, wo ihr hinten wirklich einen Wasseranschluss habt. Das Ganze könnt ihr hier, also ihr solltet es auch mit ein bisschen Druck anschließen, wie auch immer das gehen mag. Dann kommt hier wirklich Wasser raus und du kannst nass Fliesen schneiden. Ja? Finde ich eigentlich eine ganz clevere Sache. So. Und das Ganze ist wirklich dafür gedacht, um das auch wirklich auch nass zu machen. Das heißt also, zum Beispiel der Schalter hier hat eine extra Gummierung und ist so ausgelegt, dass hier kein Wasser reinkommt. Hier habt ihr einen Sicherheitsschalter, auch nochmal, wo ihr schauen könnt, ist alles in Ordnung, an, aus, hoch, runter. Also das finde ich schon eine coole Sache, dass es sowas gibt. Benutzt ihr sowas? Also ich habe bis jetzt zum Fliesenschneiden ehrlicherweise entweder einen Trennschleifer genommen oder ein stationäres Gerät, also eine Art, wie sagt man das, Tischkreissäge für Fliesen? So eine Art auf jeden Fall. Das habe ich bis jetzt benutzt. Da war Wasser dran, mit einem ganz einfachen Trick, mit einem kleinen Tauchbecken, wo das immer durchlief und hat funktioniert. Aber seid ihr Team, Handkreissäge mit Wasser dran? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Handkreissäge, Quatsch. Also Fliesenschneider, ihr wisst, was ich meine. Kommen wir zum nächsten. Ein Bolzenschussgerät. Was man vielleicht eher, also ist ein bisschen makaber, aus der Tierhaltung kennt, und das finde ich auch irgendwie nicht so schön, haben wir hier wirklich in klein quasi. Nämlich wir haben hier einen Bolzen, der pneumatisch rausgeschossen wird mit einer irren Geschwindigkeit. Ganz schön laut, oder? So, und wofür ist das aber da? In der Beschreibung steht Entnagler und Nagelzieher. Das ist ja völliger Quatsch. Nee, der hier macht Folgendes, und zwar, wenn hier ein Nagel drin ist, wir haben hier eine Palette. Und wir probieren jetzt mal Folgendes aus. Ich möchte das Ding ja eigentlich wieder abhaben. Zum Beispiel, ja. Und dazu ist da so ein Nagel drin. Kriege ich den Nagel da raus? Gute Frage. Ja? Weil, was macht der natürlich, den Nagel weiter reintreiben? Ist schon durchaus sinnvoll, wenn ihr zum Beispiel so eine Dielung habt irgendwo und wollt ihr die Nägel irgendwie verstecken oder wollt die Nägel versenken, dann könnt ihr es zuspachteln, keine Ahnung. Da könnt ihr es zum Beispiel nutzen. Oder auch an vielen anderen Stellen. Reingucken, weiß ich nicht. Deswegen machen wir jetzt mal Folgendes. Ich werde erstmal hier so einen Nagel nehmen und den versenken, dass ihr mal seht, wie das funktioniert. Schaut mal. Wir gehen da mal hin, an die Stelle da. Und also das ist der Nagel, ja? Und machen jetzt mal. Also da ist immer noch ein Nagel, aber irgendwie ein bisschen tiefer. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Nagel hat nicht geklappt hier und wir hauen ihn jetzt mal rein. Schaut mal hier, das ist ein Nachnagler. Flächig versenkt, das ist ja der Hammer. Wir probieren jetzt mal in der Palette, ob das da auch so gut funktioniert. Und Eieieiei. Da waren auch Nägel. Aber das, was wir auch sehen, ist, das ist nicht tief genug. Also dafür funktioniert das auf jeden Fall nicht. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob das wirklich Sinn macht. Denn, Moment. Das macht schon Spaß, ja. Denn wir haben hier ein Gerät, was natürlich seine Berechtigung hat. Wenn wir zum Beispiel Holz haben, ich hatte den Fall vor einiger Zeit, gibt es auch ein Video dazu bei Helden der Werkstatt, wo ich eine ganz alte Diele hatte und da waren so viele Nägel drin und ich wollte es gerne durch einen dicken Hobel schieben. Und natürlich, dicken Hobelmesser, Metall, schlechte Idee. Wenn du sowas hast, kannst du natürlich so ein bisschen durchgehen, in jeden Nagel mal schnell nochmal versenken und dann kannst du es auch nochmal vorsichtig, 1, 2 Lagen, 3 Lagen vielleicht auch, je nachdem wie viel du abnimmst, einfach nochmal dann entsprechend hobeln. Sowas kann es natürlich auch sein, aber
ansonsten ist es auf jeden Fall irgendwie ein Gerät, was ein bisschen Angst macht. Wir wollten schon zum nächsten Werkzeug, aber wir hatten noch mal eine Idee. Mensch, wenn wir hier so einen Nagel haben, wie jetzt an der Stelle, wie komme ich denn jetzt da an diesen Nagel ran? Gar nicht. Aber wenn wir jetzt hier auf der Unterseite die Nägel haben, naja, also wir könnten jetzt auch einen Hammer nehmen, aber ein Hammer ist ja völlig langweilig. Schaut mal, wir machen mal Folgendes. Uiuiuiui. Uiuiui. Also ein bisschen was ist herausgekommen, der eher nicht so. Da war Energie hinter. Gucken wir mal hier nochmal. Also es hat sich ja schon was getan. Du würdest jetzt rankommen, so schön mit dem Kuhfuß einmal drunter, würde gehen. Aber ich glaube, dafür ist das nicht gedacht. Warte, warte. Ui. Ha, funktioniert. So, was haben wir hier eigentlich? Das hier ist, also so ganz ehrlich, ich weiß nicht, warum man das macht, aber wir haben hier eine Pumpe. Also, oder wir haben da eine Pumpe, oder irgendwie ist hier irgendwo dazwischen ist eine Pumpe. Auf jeden Fall dreht sich hier was und da kommt Wasser raus. Das probieren wir gleich mal aus. Warum man, ganz im Ernst, warum man das auf der Baustelle braucht, ist mir ein bisschen unklar, weil dafür würde ich immer so eine Schmutzpumpe nehmen. Ja? Vielleicht ist das die kleinste Schmutzpumpe der Welt. Kann sein. Auf jeden Fall von Milwaukee M12. Wir haben hier einen M12 BSWP. Und was das kostet, sage ich dir genau jetzt. Und das Ganze kostet 200 €. Also für 200 € kannst du eine gute Tauchpumpe kaufen. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir machen jetzt Folgendes. Wir haben hier einen Schlauch. Das ist schon mal gut. Den schließen wir hier an. Das ist so der klassische Schlauch. Ich sag mal, das ist so dieser Gardena-Anschluss. Wahrscheinlich heißt er ganz anders, aber so. Hier haben wir auf der anderen Seite auch einen Schlauch, ist klar. Aber da kann einfach was rauskommen. Da ist kein Stopp drin. Und dann haben wir hier Wasser. Und jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert. Pumpe rein, Pumpe an, machen wir hier. Uiuiui. Alter! Alter! Hallo? Also erstmal, ich muss auf Klo und zweitens, schau euch das mal an. Was ist denn da los? Das ist ja genial. Boah. Hallo, mein Freund. Also, ganz im Ernst, ich weiß nicht, warum ich das haben will, aber das will ich haben. Das finde ich ja mega genial. Also, was ich daran cool finde, ist, das geht halt echt schnell. Kennt ihr diese Tauchpumpen, die schmeißt ihr rein und dann machen die Nudeln, das dauert einen Augenblick und hier und da. Aber für mal eben so ein bisschen Wasser irgendwo rauspumpen, das Problem ist wahrscheinlich kein Schmutzwasser. Also wenn ihr das schon mal benutzt habt, ja, ich sag, da hinten höre ich gerade, Schmutzwasser geht. Schmutzwasser geht auch. Auch Öl, Benzin, Diesel, Ölwechsel. Nee, dafür ist nicht da. Aber erstmal Spaß beiseite. Das ist eine echt coole Sache. Wenn ihr euch dafür interessiert, hier unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link ja zu dem Ganzen, könnt ihr euch noch mal ein bisschen dazu belesen. Aber was es alles gibt, wirklich von Milwaukee, ja, mit 12 Volt, macht so vor sich hin und also die Geschwindigkeit, wenn ich das jetzt reinstecken würde und würde anmachen, wie weit wird das gehen? Jetzt geht es also um den größten Wollaufwickler. Da gibt es auch so einen kleinen Haken hier irgendwo, glaube ich. Da kann man das hier festmachen und dann wickelt er halt so. Ja? Nee, Spaß beiseite. Und das ist auch keine Stimmgabel. Und ich sag mal, es gibt ja eine Sache, die ich wirklich nicht gut kann. Und zwar viel reden bei völliger Ahnungslosigkeit. Bei kleiner Ahnungslosigkeit vielleicht, aber nicht bei völliger Ahnungslosigkeit. Das hier ist völlige Ahnungslosigkeit. Das Gerät ist dafür da, um sehr große Elektroleitungen miteinander zu verbinden. Wie das funktioniert, symbolisieren wir euch einfach mal auf dem Bild, was wir jetzt hier einblenden. Da wird das hier drauf gesteckt, das hält irgendwas und dann geht es darum, dass, dass das festgehalten wird und mit einer immer gleichbleibenden Kraft etwas gedreht wird, was dann abbrechen soll. Verrückt. Also ich habe mir das durchgelesen, ich habe auch nach dritten Mal, ich habe es nicht verstanden. Wer das hier häufiger mal benutzt, schreibt mal unten in die Kommentare, ob das so ein gängiges Ding ist oder ob das speziell von Milwaukee, oder macht ihr es sonst mit der Hand oder
Lötet ihr da irgendwie das anders fest? Weiß ich nicht. Weil das hier ist wirklich für riesige Kabel. Überlegt mal, das normale Kabel, was ihr so in der Wand habt im Haus, hat 1,5 Quadrat. Der hier kann bis 100 Quadrat, oder 1000? 100 oder 1000? 1000 bis 1000. Ich höre gerade 1000. Bietest du mehr? Nein. 1000 Quadrat kann der hier wirklich das Ganze zusammentüdeln mit so Spezialkrampenzeugs und weiß der Geier was. Also ihr seht, ich habe wirklich keine Ahnung. Ich habe hier davor gestanden. Das ist halt dafür da, damit das hier fest ist. Ja? Ja, also nicht wundern, das soll sich eigentlich nicht drehen, sondern ist genau dafür da, um eben nicht zu drehen. Und damit das hier nicht noch peinlicher wird, ja, kommen wir zum nächsten Gerät. Kommen wir zum letzten Gerät in der Reihe, und zwar eine Satinier- oder auch Poliermaschine. Damit kannst du halt Edelstahl oder auch Holz satinieren. Kann man Holz eigentlich sagt man das bei Holz? Satinieren? Weiß ich gar nicht. Schreibt das gerne in die Kommentare. Und ihr könnt gerne sagen, Mensch, der Sebastian, der hat ja gar keine Ahnung. Ja, könnt ihr auch gerne reinschreiben, denn wir werden gleich das auf Holz ausprobieren. Aber erstmal fangen wir mal hier an. Du hast hier diese Form und dieses Gerät ist im Grunde dasselbe wie jeder normale Winkelschleifer oder einer von den Winkelschleifern von Metabo, wo du wirklich hier unten den Akku drehen kannst. Und zwar wirklich hier in jede Richtung, die du haben möchtest. Alle 4 Positionen sind möglich, wenn es dich irgendwo stören sollte. Ja, das dazu. Für mich wäre das so hier eigentlich das Beste. Und dann kannst du hier anmachen. Und dann kannst du damit, wir haben leider keinen Edelstahl hier bei uns gefunden oder kein Material, was wir aufpolieren, aber wir haben uns gedacht, naja, wenn wir so ein Stück Holz nehmen, können wir ja so die oberflächlichen Fasern eigentlich rausholen und dann haben wir so mehr Struktur. Und ob das funktioniert, das schauen wir uns jetzt mal an. So, uiuiuiui, das funktioniert. Also hier habe ich noch glattes Holz und hier habe ich diese Struktur vom Holz so richtig gut rausgeholt. Ich hätte jetzt gedacht, dass er tiefer kommt, aber dazu ist das Holz wahrscheinlich dann doch noch zu hart, obwohl es Weichholz ist, aber gar nicht so schlecht. Jetzt könnte man das noch ein bisschen anflammen oder so, schon mal so ölen. Wir haben das hier bei dem hier schon mal ausprobiert, und zwar wir haben hier, das ist glaube ich Eiche. Und bei der Eiche ist es so, dass man das jetzt nicht so sehr merkt. Also wir haben es probiert hin und her, aber ja, es ist wie eine leichte Veränderung, aber so richtig viel ist es nicht. Deswegen, bin der Meinung, das ist dafür auch nicht wirklich gedacht, also zumindest nicht für das Material. Hierfür vielleicht, für Stahl schon eher. Ihr seht, das ist gar nicht so leicht und selbst mir fällt es teilweise schwer, den Einsatzzweck zu sehen. Und bei manchen Sachen, wie zum Beispiel bei dem Thema Wasser hier, merkt man es erst, wenn man es wirklich benutzt hat. Das heißt, hier muss ich vielleicht mal Stahl nehmen, da bei Elektroden bin ich raus. Das mache ich nicht. Da bin ich aber ganz weit raus. Ihr schreibt bitte mal, was für Geräte kennt ihr noch, die wir uns mal anschauen sollen oder die ihr uns als Tipp gebt. Dann gerne rein in die Kommentare. Ihr könnt gerne sagen, Sebastian hat keine Ahnung von den Maschinen, weil es stimmt. Und so lange für euch ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.